eine Hoffnung. Und wir schauen nach Deutschland. Machen wir unsere Demokratie kaputt? Das fragt meine Moderationskollegin Jessie Wellmer in ihrer neuen Doku kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Die jüngsten Umfragen zeigen, dass den Ampelparteien der Absturz droht. Besonders stark könnten wohl die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht abschneiden. Beide Parteien nehmen für sich in Anspruch, den vielen angeblich Ungehörten endlich wieder eine Stimme geben zu wollen. Die Stimmung ist aufgeheizt und bevor wir gleich darüber sprechen, schauen wir auf die Eindrücke, die Jessie in den vergangenen Wochen gesammelt hat. Was ist los in unserem Land? Und was macht das mit denen, die sich Tag für Tag politisch engagieren? Der parteilose Landrat von Mittelsachsen, Dirk Neubauer, hat erst vor kurzem seinen Rücktritt angekündigt. Er hat den Hass am eigenen Leib gespürt. In diesen Mails wird so suggeriert, wir wollen Kommunikation. Wenn Sie dann aber Bilder von der Veranstaltung sehen, dann sehen Sie mich in Sträflingskleidung. Und da wird geredet von dem größten Feind für den Landkreis, von mir. Das ist keine Einladung zum Dialog, das ist eine Einladung zur Hinrichtung. Das ist viel schlimmer, als wenn Sie eine konkrete, personalisierte Bedrohungslage haben, wo Sie wissen, da ist jemand, der will vielleicht wirklich etwas, weil dagegen können Sie was machen. Alles andere sorgt dafür, dass Sie irgendwann anfangen, sich abends umzudrehen, wenn Sie aus dem Auto aussteigen. Und das macht was mit Ihnen. Dorf Chemnitz im Erzgebirge. Hier ist die Zusammenarbeit der Parteilosen mit der AfD längst Alltag. Ich bin dort, wo die Partei bei der letzten Bundestagswahl fast 48% geholt hat. Die AfD in Sachsen wird inzwischen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Wie stehen Sie dazu? Ich habe jetzt kein Problem damit. Also das muss ich ehrlich so sagen. Es ist eine Partei, die genauso gewählt wird wie CDU, SPD, Grüne und so weiter. Also nur das alles immer zu sagen, ja, rechtsradikal oder rechts, das ist ja nie alles so. Im Dorf treffe ich den parteilosen Bürgermeister Thomas Schurich, der die Zusammenarbeit mit der AfD pragmatisch sieht. Der Zusammenhalt hier in der Gemeinde ist sehr, sehr, sehr gut. Ich werde mit jedem reden. Ich werde in Zukunft auch Leute von der AfD im Gemeinderat haben. Aber ich kann mich nicht als Bürgermeister hinstellen und sagen, ne, pass mal auf, ihr seid von der AfD, mit euch rede ich nicht, weil ihr seid Faschisten oder ihr seid das. Werde ich nie machen. Das wird es bei mir nie geben. Weil für mich zählt im Gemeinderat jede Stimme von jeder Person. Und man muss dann sehen, was für die Gemeinde draus kommt. Und genauso sehe ich das in der großen Politik. Aber Herr Schurich, wenn doch der Verfassungsschutz in Sachsen sagt, die AfD Sachsen hat einen rassistisch ausgeprägten Volksbegriff. Also ich kann verstehen, dass Sie in Ihrer Kommune Zwänge haben, ne, um irgendwie voranzukommen, um Entscheidungen treffen zu können. Das kann ich verstehen. Aber es gibt doch Punkte, die lassen sich einfach nicht verhandeln. Und die sind doch dann irgendwie mit dem, was wir erkämpft haben hier, auch im Osten Deutschlands, mit der Demokratie irgendwie nicht vereinbar. Ja, das ist die große Politik, da stecken wir nicht so drin. Aber wenn das alles so ist, wie Sie es gerade gesagt haben, verstehe ich eins nicht, warum ist die Partei noch auf dem Wahlzettel. Wir müssen einen Dialog führen und wenn wir aufhören, miteinander zu reden, dann ist die Demokratie vorbei, dann ist sie am Ende. Ich habe auf meiner Reise viele Leute gesprochen und niemand von denen will die Demokratie einfach abschaffen. Aber die Unzufriedenheit wächst und damit treiben Extremisten ihr Spiel. Und jetzt ist Jessie Wellmer direkt bei uns im Studio. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Schön, auch mal hier auf der anderen Seite zu stehen. Ja, aber wir stehen ja gerade vor demokratischen Wahlen in Thüringen und Sachsen. Warum glauben denn viele derjenigen, die du getroffen hast, dass wir keine Demokratie mehr haben? Also wenn wir über Demokratie reden oder wenn ich mit den Leuten über Demokratie gesprochen habe, sind wir ganz schnell bei dem Begriff Meinungsfreiheit. Ich habe ganz oft darüber gesprochen und eine Frau zum Beispiel in Dresden sagte, es gebe keine Demokratie mehr, weil es keine Meinungsfreiheit mehr gäbe. Die gäbe es einfach nicht. Wenn man sich zum Beispiel, so sagt sie, gegen Kanzler Scholz äußere, dann sei man sofort rechts und müsse mit Strafen rechnen. Und das spiegelt die Meinung ganz vieler. Es ist einfach eine gefühlte Meinungsunfreiheit. Wir haben repräsentativ gefragt für diese Dokumentation über Infratest DIMAP. Sind Sie noch der Meinung, dass Sie Ihre Meinung frei äußern können in diesem Land, ohne persönliche Nachteile zu spüren? Da sagen 60%, ich finde relativ wenig für eine liberale Demokratie, ja.
oder ja, einigermaßen. 40%, fast 40% sagen nein. Und einen richtigen Ausschlag gibt es bei Anhängern der AfD. Also wir haben Anhänger aller Parteien gefragt. Bei der AfD gibt es einen hohen Ausschlag. 79% der Befragten sagt, man könne seine Meinung eher nicht oder gar nicht mehr frei äußern. Und dann reden wir eben über Meinungskorridore und eine gefühlte Realität, die wir, glaube ich, und auch die Politik ernst nehmen müssen. Jetzt haben wir gesehen, es gibt auch viel Wut und auch viel Hass. Warum kommt diese Wut und dieser Hass so ungefiltert zum Ausdruck? Warum sehen die Menschen keine andere Möglichkeit, das auszudrücken oder Konflikte zu lösen? Dass wir filterlos agieren und filterlos unsere Meinung äußern, das haben uns auch die sozialen Medien beigebracht, wo das eben immer möglich ist. Ich glaube aber, dass sich viel Wut und viel Frust über die Krisen und Kriege unserer Zeit aufgestaut haben. Wenn ich jetzt rumgereist bin, sagen immer alle Corona, die Pandemie. Und die sogenannte, so heißt es dann immer, Verbotspolitik der Bundesregierung. Da hat man sich unterwürfig oder gedemütigt oder ohnmächtig gefühlt. Und dann die großen Themen dieser Zeit, die Zuwanderung und auch der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Da gäbe es, so sagen dann viele, einen moralischen Meinungskonsens, was richtig ist und was falsch ist. Und wenn man davon abweicht, dann gehöre man eben in die rechte Schublade, in die falsche Schublade, zu den Bösen. Und das sehen viele eben als ganz engen Meinungskorridor, als Meinungsspirale und da kommen sie nicht raus. Und dagegen wehren sie sich. Wo siehst du denn eine Möglichkeit, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind wirklich Teil dieser Demokratie? Ich glaube, das geht nur, habe ich jetzt auch wieder während der Dokumentation festgestellt, über mehr Beteiligung. Wir haben ja den Landrat zu Beginn auch dieses kleinen Films gesehen, des Ausschnitts Dirk Neubauer, der ja verzweifelt ist über sein Scheitern, weil er sich eben mehr Bürgerbeteiligung gewünscht hat. Und der sagt, und ich glaube, da könnte was dran sein, dass wir, also das geht gar nicht nur um Extremisten, möglicherweise wir alle immer einen Schritt überspringen, und zwar die Möglichkeit zur demokratischen Teilhabe. Wir empören uns, suchen aber nicht Lösungen, gehen nicht zu unserem Abgeordneten, gründen keine Initiative, schreiben keine Mail. Wir versuchen unsere Probleme nicht zu lösen, sondern wir stellen uns am besten mit einem Kaltgetränk an den Gartenzaun und meckern. Und damit haben wir was verpasst. Ist natürlich auch ein ganz schön umständlicher Weg, den Abgeordneten erstmal zu finden und so weiter und so fort. Aber sozusagen jeder von uns ist ein Teil und wir tragen es. Ne? Also ich glaube, das müssen wir uns vielleicht auch noch mal bewusst machen. Und das ist mir beim Drehen dieser Dokumentation einfach auch noch mal bewusst geworden. Und du warst nicht nur in Ostdeutschland unterwegs. Nee, ich war auch in Köln bei der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die 2015 Opfer eines Messerattentats wurde, nur ganz knapp überlebt hat. Da ging es auch darum, sozusagen, welchen Bedrohungen Politikerinnen und Politiker ausgesetzt sind. Ich war in Berlin, aber ich war hauptsächlich tatsächlich im Osten, auch in Thüringen und Sachsen, weil im Osten eben verstärkende Faktoren dazukommen. Die Unsicherheit aus der Zeit nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung. Dann eine Skepsis gegenüber Initiativen, Parteien, Gewerkschaften. Das ist einfach nicht so traditionell verankert. Und eben ganz wichtig, die Gesellschaft im Osten ist älter. Auch weil jüngere Menschen wie ich irgendwann den Osten verlassen haben und woanders Kinder bekommen haben. Und eine ältere Gesellschaft ist automatisch nicht so leichtfüßig, tänzelnd, fröhlich, optimistisch unterwegs wie eine jüngere Gesellschaft. Ich glaube, das ergibt sich von allein. Was ist unter dem Strich die Antwort auf deine wirklich Leitfrage, machen wir unsere Demokratie kaputt? Also ich glaube, wir nagen alle, und das ist auch nicht nur eine Frage der Extremisten, alle so ein bisschen an unserer Demokratie, weil es, glaube ich, mittlerweile fast zu einem Statussymbol geworden ist, möglicherweise auch durch die Online-Medien, eine steile These zu verbreiten und immer dagegen zu sein. Und es ist total uncool mittlerweile geworden, für viele, einfach mal mit etwas einverstanden zu sein. Und ich glaube, das ist ein interessantes Spiel, das mal zu reflektieren, jeder für sich, wie er damit umgeht und in Situationen, in denen mal was nicht läuft, reagiert. Dankeschön, Jessie. Ich bin sehr gespannt auf deine Doku. Und die kann man jetzt schon in der ARD-Mediathek sehen. Und die läuft dann am Montagabend um 20:15 Uhr hier im Ersten. Danke dir. Julia.